Freunde, willkommen zu einem Tower of God Video oder vielmehr zu einer ganzen Videoreihe, in welcher es überwiegend um Major Tower of God Theorien gehen wird, die ich für sehr gut erachte und die zudem perfekt oder zumindest nahezu perfekt in einem Kontext miteinander stehen. Ich nenne die große Theorie, die alle Videos umspannt, das Tower of God Puzzle gelöst, weil ich der Ansicht bin, dass diese Theorien oder vielmehr diese große Theorie unfassbar gut ist und eine mögliche Lösung für die großen Fragen in Tower of God bietet. Wie zum Beispiel, wer hat den Turm erschaffen, warum wurde der Turm erschaffen, was hat es mit dem Schicksal auf sich, warum war Bam in der Höhle, was hat es mit Bams Vergangenheit auf sich, wer ist der Prinz von Sahat, was hat es mit Wang Nan, Karaka und dem Captain auf sich, warum hat Sahat sich so sehr verändert, woher kommt Rachel wirklich, was ist ihr Ziel und mehr. Ich denke, aus den ganzen Punkten geht eindeutig hervor, dass einiges auf euch zukommt und logischerweise ist das alles zu viel für ein Video. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, die Reihe in mehrere Teile aufzuspalten. Aktuell sind 5 Teile geplant, allerdings kann es sein, dass ich die Reihe zu einem späteren Zeitpunkt erweitere. Ich plane aktuell, so lange bis alle Videos online sind, jeden Sonntag ein Video aus dieser Reihe hochzuladen. Ich kann nicht garantieren, dass es jedes Mal klappen wird, da die Videos wirklich doch ordentlich lang sind und ich auch ordentlich abliefern will, aber so sieht zumindest erstmal der Plan aus. Zu den einzelnen Teilen der Theorie kann ich schon mal sagen, dass sie natürlich auch ineinander greifen, denn wie gesagt, es handelt sich vielmehr um viele Theorien, die eine Ganze ergeben. Dennoch funktionieren die einzelnen Theorien weitestgehend auch ohne die anderen. Ich wollte nämlich vermeiden, einzelne Teile einer Theorie mit anderen Teilen einer anderen Theorie zu erklären oder zu bekräftigen. Aber es gibt eben doch einige Passagen, in denen es Überschneidungen gibt. Insbesondere der Teil aus diesem Video wird auch in den nächsten Teilen eine sehr große Rolle spielen, denn in diesem Video geht es um den Erschaffer des Turmes und um seinen Plan, welcher natürlich einen riesigen Impact auf die ganze Geschichte hat. Stichwort Schicksal. Und in diesem Sinne würde ich sagen, geht es los mit Kapitel 1. Achsen wirken wie ein einziges Mysterium für sich und obwohl sie in der großen Geschichte von Tower of God nur eine kleine Rolle spielen, so sind sie letzten Endes doch maßgeblich für diese verantwortlich. Beispielsweise ist Urek Marcino nur wegen Phantaminum überhaupt erst in den Turm gekommen. Das heißt also, dass Phantaminum durch sein bloßes Erscheinen schon einen großen Einfluss auf den Tower hatte. Bislang haben wir in der Tower of God Geschichte auch nur eine Achse kennengelernt. Phantaminum ist die stärkste Person, von der wir wissen, dass sie jemals den Turm betreten hat. Demnach ist er auch aus gutem Grund auf Platz 1 gerankt. Nach ihm kommt Enryu, der Mann, der auch als der Guardian-Mörder bekannt ist. Aus diesem Grund gibt es, im Tower, wilde Spekulationen darüber, wer von den beiden stärker sei. Denn immerhin hat Enryu es geschafft, einen Guardian zu töten. Doch die Antwort ist ganz simpel, nur kennen die Leute im Tower sie noch nicht. Phantaminum ist stärker als Enryu und der Grund dafür ist, dass Phantaminum eine sogenannte Achse ist und Achsen sind immer stärker als Nicht-Achsen. Da wir wissen, dass Enryu keine Achse, sehr wohl aber der Bote einer solchen, können wir mit Sicherheit sagen, dass Phantaminum ihn besiegen würde. Der Begriff Achse ist in der bloßen Welt von Tower of God erstmal ein Mysterium, da wir nur Phantaminum kennen, der als eine solche betitelt wird. Erweitern wir den Horizont jetzt aber auf das gesamte Tales-User-Universum, in welchem Tower of God bekanntlich spielt, dann kennen wir weitaus mehr als nur eine Achse, denn Achsen sind an sich nichts Außergewöhnliches. Im Tales-User-Universum soll es unzählige Achsen geben, die sich gegenseitig bekämpfen. Zudem kann theoretisch jeder eine Achse werden. Man wird nämlich nicht als Achse geboren, vielmehr ist es etwas, was aktiviert werden muss. So war zum Beispiel auch Phantaminum ursprünglich ein normaler Mensch, mittlerweile gehört er aber zu den 5 mächtigsten Achsen im Universum. Dies war vermutlich auch der Grund, warum er den Turm überhaupt betreten konnte, aber dazu komme ich später. Achsen haben die Fähigkeit, ein sogenanntes Achsenfeld zu erschaffen, in welchem sie die Autoren sind. Innerhalb dieses Feldes haben sie die absolute Kontrolle und wirken auf Menschen wie eine Art Gott. Sie bestimmen, was in diesem Feld passiert. Die einzige Möglichkeit, eine solche Achse zu besiegen, besteht also darin, eine noch stärkere Achse zu sein. Soweit so gut. Das sind erstmal die Basics, um das Universum zu verstehen, in welchem Tower of God spielt. Als nächstes geht es darum, einen Grund zu finden, warum der Tower erschaffen wurde und welche Rolle er demnach in all dem spielt. Und hier kommt der Workshop ins Spiel, der tatsächlich eine größere Rolle spielt, als man zunächst denken mag. Gong Bang, also der Workshop, wird im Tower von Max Seth geleitet. Dieser gründete den im Tower vorhandenen Workshop bereits bevor Sahat und die anderen Irregular den Turm betreten haben.
Tatsächlich aber wissen wir, dass Maxhaff nicht der eigentliche Gründer des Workshops ist, denn der Ursprung des Workshops liegt in der Außenwelt. Und jetzt wird es richtig interessant. Das ultimative Ziel des Workshops ist es, einen Gott der Schöpfung zu kreieren. Damit ist aber keine Achse gemeint, denn Achsen sind keine Götter. Sie haben vielleicht den Status eines Demigods, nicht aber den eines wahren. Denn es war der wahre Gott, der die Achsen erschaffen hat. Dann aber eines Tages ist dieser Gott verschwunden und das Wüten unter den Achsen begann. Unter den Achsen gibt es eine mit dem Namen Ödipus, also sie heißt wirklich so. Und diese Achse trägt den Spitznamen König der Künstlichkeit. Sie hat sich gefragt, warum Gott die Achsen wohl erschaffen hat. Sicherlich nicht nur, damit sie rumwüten und sich gegenseitig bekriegen. Diese Achse traf dann eines Tages auf eine andere, die einfach nur den Namen Duke trägt. Und diese Achse hat behauptet zu wissen, wie man einen Gott erschafft. Diesen Umstand werde ich später noch weiter erläutern, denn um das Ganze schon mal vorwegzunehmen, gibt es einen gewaltigen Kontext zu Bums Namen. Also haben sich der Duke und Ödipus zusammengetan, um einen wahren Gott zu erschaffen. Der Ursprung des Workshops liegt also in niemand anderem als Ödipus, der die Aufgabe hatte, den Duke zu helfen. Vermutlich war es also der König der Künstlichkeit, der den Turm erschaffen hat, und es ist der Duke, der ihn nun verwaltet und die Geschicke dahin lenkt, dass ein neuer Gott geschaffen werden kann. Aus diesem Grund ist der Turm vermutlich auch nichts anderes als Dukes bzw. Ödipus Achsenfeld. Im weiteren Verlauf der Reihe werde ich ihn als Dukes Achsenfeld betiteln. Natürlich ist erstmal nichts bestätigt, dass ihr Weg, um einen Gott zu erschaffen, wirklich im Tower of God geendet ist oder vielmehr dort den Ursprung zur Erfüllung nahm, aber die Parallelen sind schon sehr deutlich. Dennoch werde ich sie hier noch einmal auflisten. Die erste Auffälligkeit steckt bereits im Namen. Tower of God, zu Deutsch auch Gottesturm. Nicht vergessen, wir befinden uns im Tales-User-Universum und demnach gibt es aktuell keinen Gott, da der ursprüngliche Gott verschwand. Dieser Ort kann also auch nicht der Ort sein, an dem der ursprüngliche Gott weilt, zumindest kann es dann niemand wissen, denn Phantaminum, also eine Achse, hat den Turm betreten und demnach würde der Gott sonst wohl nicht als vermisst gelten. Die nächste Parallele findet sich im Workshop, der eben versucht, einen Gott zu kreieren, der alles erschaffen kann. Spricht genau das, was der König der Künstlichkeit, spricht Ödipus, auch will. Und da wir wissen, dass der Workshop seine Wurzeln in der Außenwelt hat, ist davon auszugehen, dass Ödipus der wahre Gründer des Workshops ist und Maxhaff bewusst im Tower gelassen hat. Die nächste Parallele findet sich in der Prophezeiung, die besagt, wer den Turm bis zur Spitze besteigt, kann alles haben. Denn nur wer kann alles haben? Genau, nur ein wahrer Gott. Demnach wird die Person, die den Turm bis zur Spitze besteigt, zu einem wahren Gott. Zu guter Letzt sei auch noch dazu gesagt, dass es nur natürlich wäre, wenn man als Autor die Geschichten in einem Universum verbinden möchte. Also ich denke, es wäre nur natürlich und normal, wenn Sue vor allem zu Beginn Parallelen zwischen seinen Geschichten gezogen hat. Ich denke, diese Punkte machen deutlich, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Tower of God vom Duke und Ödipus mit dem Ziel, einen neuen Gott zu erschaffen, kreiert wurde. Tatsächlich sind das auch nicht die einzigen Parallelen, die diese Theorie unterstreichen, aber die anderen, die von Bum selbst herrühren, möchte ich mir für die nächsten Kapitel aufheben. Der Turm wurde also geschaffen, um wiederum einen Gott zu erschaffen. Das heißt also, es müssen Kandidaten her. Wenn wir davon ausgehen, dass Achsen eine Art Demigott sind, dann spielt natürlich auch die Zeit für sie eine lediglich untergeordnete Rolle, da sie ohnehin weitestgehend unabhängig von dieser leben können. Wir wissen zwar auch, dass Achsen sterben können, aber ich denke zumindest, dass das kaum am Alter liegen wird. Zumindest sollte das für mächtige Achsen wie Phantaminum, Ödipus oder auch den Duke gelten, denn immerhin sind sie stärker als Saat und Co., welche bereits mehrere tausend Jahre leben. Wir wissen zwar nicht, ob die Zeit im Tower schneller bzw. langsamer als in der Außenwelt vergeht, aber im Endeffekt sollte es ohnehin keine große Rolle spielen, da die Zeit auf dem Level, in dem wir uns befinden, für die Person relativ ist. Der wichtige Punkt ist, dass der Duke genügend Zeit und es somit nicht eilig damit hat, einen neuen Gott zu erschaffen. Zumal wir nicht einmal wissen, wie ein Gott erschaffen werden kann. Vermutlich ist der Duke also nicht einmal in der Lage, aktiv in das Geschehen einzugreifen, weil es ansonsten den Prozess stören würde. Das würde auch erklären, warum Enryu lediglich den Guardian getötet und den Thorn hinterlassen hat, nicht aber aktiv gegen Sahat vorgegangen ist. Genauso würde es erklären, warum Phantaminum Sahat nicht getötet hat. Aber auf dieses Kapitel, besonders auf Enryu, werde ich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal ausführlicher eingehen. Wichtig ist jetzt erstmal, dass die ersten Kandidaten den Turm betreten haben. Sahat, Arlen Grace, Vi und die künftigen 10 Familienoberhäupter. Was mir an dieser Sache immer komisch vorkam, war die Tatsache, dass gleich 13 Irregular den Turm auf einmal betreten haben.
Zudem scheint es auf mich so, als wüssten sie nichts von der Existenz von Achsen oder halten sie aus irgendeinem Grund verdeckt, vielleicht um eine Panik zu verhindern. Punkt ist erstmal, dass Achsen in der Außenwelt allgemein bekannt sind. Der für mich aber größte Hinweis darauf, dass sie zunächst einmal nichts von der Existenz der Achsen wussten, ist die Tatsache, dass Arlen Grace, selbst dann, wo sie den Turm zur 134. Ebene bestiegen hatte, die Person, die ihr hilft, also vermeintlich den Duke, als Gott und nicht als Achse betitelt. Das würde sie nicht machen, wenn sie wüsste, dass es so etwas wie Achsen gibt und wenn sie wüsste, warum der Turm erschaffen wurde. Erklären könnte man es unter anderem damit, dass sie damals noch zu jung waren, als sie den Turm betreten haben. Angenommen, sie wüssten von den Achsen, dann würde mir jetzt nur ein Grund einfallen, warum Arlen Grace Gott und nicht Achse sagt, und zwar, weil sie ihren Messenger zurückgelassen hat und vielleicht nicht wollte, dass jemand von einer Existenz wie den Achsen erfährt. Möglich wäre es, ich gehe aber nicht davon aus. Denn letzten Endes macht es nicht wirklich einen Unterschied, ob die Person denkt, ein Gott oder eine Achse hätte Arlen Grace geholfen, denn sie wüsste nicht einmal, was eine Achse überhaupt sein soll. Deshalb gehe ich davon aus, dass niemand aus der Gruppe zu Beginn ihrer Reise von den Achsen wusste. Garantiert werden sie mehr gewusst haben als Bam, als sie in den Tower kam. Das bestätigt ja auch allein schon Arlen Grace, die immerhin von den Sternen wusste und scheinbar auch ein festes Zuhause hatte. Aber ich denke nicht, dass sie von den Achsen wussten, und das hatte auch einen guten Grund. Duke möchte einen neuen Gott erschaffen und dafür braucht er einen Auserwählten. Doch, wer ist denn nun der Auserwählte? War es Khun Edwan? Ich denke nicht. War es Arlen Grace? Nun, ich denke auch nicht. Was wie, nein, schon wieder denke ich, dass er es nicht war. Und ich denke auch nicht, dass Sahat der Auserwählte war. Ich denke, dass Bam von Beginn an der Auserwählte war. Lasst mich erklären, warum. Wir stellen uns also die Frage, wie denn nun ein neuer Gott erschaffen werden soll. Nun, zunächst einmal denke ich, sind wir uns alle einig, dass der Auserwählte den Turm bis zum Ende besteigen muss. Wenn er diesen Turm bis zum Ende bestiegen hat, hat er natürlich schon einmal eine für den Tower unvergleichbare Stärke. Aber diese Stärke reicht eben nicht aus, um ein Gott zu werden, denn die Achsen sind immerhin stärker. Die Frage wäre natürlich, wie stark wäre der Auserwählte, wenn er nun zur Achse würde? Die Antwort wäre vermutlich, dass er sehr mächtig, aber noch kein Gott wäre. Das wäre ja auch zu simpel. Also muss der Auserwählte durch einen anderen Aspekt an genug Stärke gelangen, um zu einem Gott zu werden. Und ich glaube, dass dieser in einer Opfergabe liegt. Zunächst einmal sind Opfergaben, denke ich, in dem Kontext zu einem Gott nichts Ungewöhnliches. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass es relativ üblich ist. Die Frage ist nur, wie extrem die Opfergabe ausfällt. Spoiler, sie wäre mehr als nur extrem. In diesem Fall würde der ganze Tower eine Art Opferaltar darstellen. Stellt sich natürlich die Frage, wie ich darauf komme. Und dafür gibt es erstmal zwei Major-Punkte. Punkt 1 ist, dass nur Irregular den Turm besteigen können. Würde es darum gehen, dass der Turm nur irgendwie bestiegen werden soll, dann müssten auch Regular in der Lage sein, den Turm zu besteigen. Warum sollten sie auch nicht? Fakt ist aber, das können sie nicht, denn nur Irregularen ist es gestattet, die Tests der Administratoren herauszufordern. Aus irgendeinem Grund also werden Irregular bevorzugt. Und dies könnte einen guten Grund haben. Wir haben im Vorhinein zwei Sachen geklärt. Erstens, der Turm wurde erschaffen, um wiederum einen Gott zu erschaffen. Zweitens, der Turm ist das Achsenfeld vom Duke. Und das bedeutet, dass die Menschen im Tower nichts anderes als Kreationen der Achse sind. Wir wissen, dass Achsen in der Lage sind, Leben zu erschaffen, und das haben sie im Tower auch getan. Es kann aber durchaus sein, dass diese Personen nicht in der Lage sind, selbst als Achse zu erwachen. Und wenn wir davon ausgehen, dass zumindest der Prozess des Achsenerwachen benötigt wird, um zu einem Gott zu werden, dann kann ein von einer Achse erschaffener Mensch kein Gott werden. Und das ist der Grund, warum Regular nicht die Tests der Administratoren abschließen können. Stellt sich nur die Frage, warum kann Bam die Tests der Administratoren ablegen? Auf den ersten Blick wirkt die Antwort auf die Frage vielleicht simpel, denn Bam ist nun mal kein Regular, sondern Irregular. Aber das waren nicht die Umstände, unter denen er geboren wurde. Heißt also, während seiner Geburt hätte er die Tests noch nicht ablegen können. Und das ist eines der größten Mysterien in ganz Tower of God, wenn ihr mich fragt. Heißt es im Umkehrschluss, dass Khun, sobald er den Turm verlassen und wieder betreten würde, die Tests der Administratoren abschließen könnte? Nun, der möglichen Antwort nach, die ich gefunden habe, vielleicht. Rak hingegen würde die folgende Logik ausschließen. Denn wir haben bereits festgestellt, dass es weniger um den Regular-Status, sondern mehr um den Umstand der Herkunft geht. Damit meine ich, dass die Kinder von Achsen geschaffenen immer noch als von einer Achse geschaffen gelten. Bam hingegen stammt von zwei Irregularen ab, die nicht von einer Achse erschaffen wurden und stammt demnach auch nicht von einer Achse ab. Das heißt also, dass zum Beispiel Ensehat als Kind von Gustang und Eurasia Blossom ebenfalls einen vollen Irregular-Status erhalten würde, wenn sie den Turm denn nur verlässt und wieder betritt.
Bei Khun wäre ich mir da nicht sicher, weil er von einem Irregular abstammt. Der Grund, warum Bam oder Enzahat nicht bei der Geburt den Irregular-Status erhalten haben, liegt an einer gewollten Reglementierung, denke ich. Denn ansonsten könnten irgendwann theoretisch unzählige Irregular durch den Turm hüpfen. Warum aber sollte das jetzt zu einer Opfergabe führen? Nun ja, wenn die ganzen Regular im Turm die ganze Reise der Irregular über nur die Aufgabe haben, sie zu unterstützen und sie stärker zu machen, dann haben sie, sobald die Reise beendet ist, keinen Nutzen mehr. Was also soll mit den Regularen passieren? Ganz einfach, sie sollen als Futter für den neuen Gott dienen. Und das bringt uns zu Major Punkt 2. Kennen wir das nicht schon irgendwoher? Also Opfergaben und sowas? Nun, ich meine, wir haben da einen Slayer aus der Arie-Familie mit dem Namen White, der zufällig Seelen verspeist und dadurch gigantisch an Stärke hinzugewinnt. Ich meine, erinnern wir uns an Whites ursprüngliches Vorhaben, als er 2 Königreiche gegeneinander hat kämpfen lassen und nur durch die Seelen, die er in diesem Krieg gegessen hat, zu einem absoluten Monster wurde. Oder erinnern wir uns an den enormen Satz, den White gemacht hat, als er Lopobia do Kokos Seele gegessen hat und plötzlich mit Celavan kämpfen konnte. Stellt euch vor, was passieren würde, wenn eine Person die Seelen aller Regular oder generell aller Lebewesen im Turm verspeist. Um nur mal einen Bruchteil der Personen zu nennen. Laslek, Yama, Yasracha, Celavan, Evankel, Jinsung, Adorizahat, Enzahat, die Familienoberhäupter, Sahat und so weiter. Es wären Milliarden Seelen und dazu Seelen von Personen, die bereits unfassbar mächtig sind und sich teilweise auch auf einem Level befinden, was nochmal weit von Dokoko entfernt ist. Diese Person würde ungeahnte Höhen erreichen und ich denke, dass der Tower letzten Endes nichts anderes als eine Art Farm ist, um einen Gott heranzuziehen und ihn, so makaber das auch klingen mag, mit genügend Futter zu versorgen. Aber was stützt diese These? Nun, da hätten wir zunächst einmal Sahat selbst. Was ihn angeht, gibt es keine eindeutige Verbindung dazu, aber zumindest etwas, worüber man mal nachdenken sollte. Warum hat König Sahat aufgehört, den Tower zu besteigen und warum hat er sich so drastisch verändert? Warum sieht der erwachsene Sahat so traurig aus, obwohl er doch zum König geworden ist? Vielleicht liegt es unter anderem daran, weil er sich selbst geopfert hat, um den Turm, seine Freunde und seine Bewohner vor dem Tod zu bewahren. Und das würde Arlen Greys Behauptung erklären, dass Sahat von Unwahrheiten getäuscht wird. Eben, weil sie nicht daran glaubte, dass am Ende jeder geopfert werden sollte. Auch dieses Kapitel wird später noch wichtig, aber vorab schon angemerkt. Wäre es nicht ironisch, wenn wir und Sahat immer als gegenteilig betitelt wurden und wie derjenige war, der sich zu den Bewohnern hingezogen fühlte, gleichzeitig aber die Bewohner in den sicheren Tod führen wollte? Sahat auf der Gegenseite hatte sich nicht wirklich für sie interessiert, beschützte sie dann aber vor dem Tod. Dieses Kapitel wird aber auch im Sahat-Video nochmal eine größere und ausführlichere Rolle spielen. Aber stürzen wir uns lieber auf die eindeutigen Fakten. Zunächst einmal wäre da die Prophezeiung, von der Garam gesprochen hat. Den Anfang machte hier direkt ein Satz in der Eröffnung, und zwar, dass Garam Bam nur einen kleinen Teil erzählen kann, weil er noch nicht bereit dazu ist, die ganze Wahrheit zu verkraften, da es Bam ansonsten ruinieren würde. Aber was wäre schlimmer, als ihm zu erzählen, dass er ein Leichenbaby war, weil Sahat ihn bereits im Säuglingsalter getötet hat? Dass Arlen Grey seinen Leichnam geschützt und ihn als Opfergabe darbot, dass er von Beginn an vorherbestimmt war, Sahat zu töten? Dass er prinzipiell nur eine Schlüsselrolle in einem ganz großen Plan spielt und sein eigener Wille nicht wirklich an erster Stelle steht? Was also wäre schlimmer? Nun, vielleicht, dass Bam vorherbestimmt ist, den Tower und alle seine Individuen zu töten. Diese Information würde Garam natürlich nicht von Arlen Grey erhalten haben, aber von Enzahat, die Sahat konfrontiert hatte und dadurch einen großen Teil der Wahrheit erfuhr. Und auch hier gibt es bereits eine nette Parallele dazu, denn auf dem Floor of Death gibt es ein bestimmtes Areal. Eines, welches sich der Seelenraum nennt, sprich also einen Raum, in welchem Seelen gesammelt werden. Dazu war der Verantwortliche dafür, und zwar Grand Désir, im Besitz des sogenannten Seelenlöffels, der dazu in der Lage ist, Seelen zu verbinden. Und da nahezu alle Items vom Workshop stammen, ist davon auszugehen, dass für den Seelenlöffel dasselbe gilt. Vor allem da Gustang das Mastermind dahinter war und Gustang und der Workshop sehr enge Beziehungen pflegen. Und was war nochmal das Ziel vom Workshop? Genau, ein Gott der Schöpfung zu kreieren. Wir sehen also, dass auch der Workshop mit Seelen experimentiert. Dem Ganzen lässt sich aber noch die Krone aufsetzen. Es ist vielleicht nicht 1:1 auf den Seelenlöffel zu adaptieren, aber es gibt eine Aussage von Ashul Edwaru, dem Schmieden der 13-Monats-Serie, dass alle Waffen im Turm nach den Waffen modelliert sind, die Sahat und die Great Warrior mit in den Turm genommen haben. Heißt also, die Vorbilder aller Waffen kommen ursprünglich aus der Außenwelt.
Vielleicht also gilt für den Seelenlöffel dasselbe. Und okay, ich kann verstehen, wenn einen das noch nicht zu 100% überzeugt, aber ich denke, das lässt sich ändern. Seitdem Bam von Arlen Grey's weiß, hat sich auch die Beziehung zu Rachel verändert. Auf dem Floor of Death konfrontierte er sie damit, dass er ein Paradies erschaffen will, indem er den König tötet, das Tor öffnet und den Tower bis in ungeahnte Höhen erklimmt. Rachel aber beharrt darauf, dass sie es sein sollte, die Arlen Greys Traum erfüllt. Später in einem Wutausbruch konfrontiert Bam sie dann damit, dass er sie nie wiedersehen will. Er deklarierte immer wieder, dass er nicht verstehe, warum Rachel den Tower besteigt. Und dann unterliegt auch Rachel einem Gefühlsausbruch, in welchem sie ihm Dinge mitteilt, die eigentlich noch nicht für seine Ohren bestimmt waren. Denn immerhin hatte Garam Sahat einige Teile bewusst ausgelassen. Rachel sagte Bam, dass er zwar denke, er würde den Turm besteigen, um zum Helden zu werden, der den Turm verändert und die Korruption zerstört, diese Geschichte aber falsch sei, weil er nicht geboren wurde, um den Turm zu retten. Ganz im Gegenteil, er sei ein Monster, was geboren wurde, um den Turm zu verfluchen und alles in ihm zu verschlingen. Nun, ich will ja nichts sagen, aber noch deutlicher lässt es sich, glaube ich, nicht auf dem Silbertablett präsentieren. Und das war wirklich ihr Wortlaut. Ihr seht es hier auch eingeblendet. Bam soll alles im Turm verschlingen, nach Rachel. Und wie macht er das? Nun, indem er ihre Seelen verschlingt, was auch zudem nichts Neues für Bam wäre. Denn schon wieder ganz im Gegenteil. Das Seelenverschlingen wird mit White bzw. Joaquin schon sehr lange aufgebaut und gewinnt aktuell immer mehr an Wichtigkeit. Die Fähigkeit, alles zu verschlingen, ist außerdem eine, die Bam seitdem er den Turm betreten hat, besitzt. Also vermutlich die Fähigkeit, die der Duke in ihn eingepflanzt hat. Und warum sonst sollte Bam diese Fähigkeit direkt vom Duke bekommen? Ich denke, die Fähigkeit, die er vom Drahtzieher erhält, muss letzten Endes auch die sein, die dessen eigenes Ziel erfüllen soll. Dazu kommt noch eine Aussage von Rachel. Sie sagte, dass sie Bam nicht auf ewig von der Dunkelheit aus betrachten wollte. Diese Aussage ergibt so aber keinen Sinn. Erstens, hätte Rachel Bam einfach in Ruhe lassen können, dann hätte sie ihn doch eigentlich nicht mehr sehen müssen, also insofern möglich. Zweitens, Rachel würde als Sterbliche irgendwann sterben und dann würde sie Bam ebenfalls nicht mehr beobachten und erst recht nicht auf ewig. Wann aber würde sie ihn auf ewig beobachten? Genau, wenn Bam ihre Seele verspeist. Dem 4. Kapitel habe ich den Namen Schicksal gegeben, denn das Schicksal in Tower of God spielt eine gigantische Rolle und eine weitaus größere, als man zunächst einmal denken mag. Hier bei diesem Punkt lautet die Frage nur, wo beginnt man? Und ich denke, ich setze zu Beginn erstmal ein Fundament und dafür definieren wir erstmal den Begriff Schicksal. Schicksal bezeichnet eine höhere Macht, die über das Leben einer Person bestimmt und dieses somit lenkt. Nun bauen wir das Fundament mit einer These weiter aus. Jede Figur im Tower unterliegt dem Schicksal und die Person, die das Schicksal manipuliert, ist der Duke. Doch selbst der Duke ist nicht in der Lage, aktiv in das Geschehen einzugreifen und muss sich somit Dritte, wie die Administratoren, zunutze machen. Direkt zu Beginn dieser Theorie haben wir geklärt, dass der Duke das Mastermind hinter dem Tower ist und die Bewohner des Turmes von ihm erschaffen wurden. Diese sind aber selbst nicht in der Lage, den Turm zu besteigen. Also benötigt es eben die Irregular. Und bereits relativ zum Anfang dieser Theorie habe ich die Frage gestellt, warum zu Beginn ausgerechnet 13 Irregular den Turm betreten haben. Würde es nämlich nur darum gehen, den Turm zu besteigen, dann hätte Sahat alleine vermutlich ausgereicht. Eventuell hätte auch Vi alleine ausgereicht. Natürlich wissen wir nicht, ob sie in der Lage dazu wären, die Prüfungen alleine zu schaffen, aber ich denke, dass sie mit dem ausreichenden Training und der Hilfe einiger Regular den Turm hätten besteigen können. Zumal die Administratoren vom Duke erschaffen wurden und somit die Personen sind, die seinen Plan überwachen und in die Tat umsetzen sollen. Denn wer lenkt das Geschehen im Turm? Natürlich die Administratoren. Beispielsweise war es der Administrator der 100. Ebene der Sahat und die anderen Great Warrior bis auf Vi und Tendelok Bloodmatter, der einen etwas anderen Vertrag bekommen hat und sterblich gemacht hat. Oder es war der Administrator der 134. Ebene, der Sahat zum König gemacht hat. Auf der anderen Seite aber haben wir Hedon, der versucht dafür zu sorgen, dass jemand den Turm bis zur Spitze besteigt. Wir sehen also, dass die Administratoren maßgeblich Einfluss auf die Geschichte nehmen. Beziehungsweise nicht nur maßgeblich Einfluss, sie lenken die Geschichte. Ich werde das Ganze einmal für euch veranschaulichen. Hätte der Administrator der 134. Ebene Sahat nicht zum König gemacht, dann hätte er wohl niemals, als eben dieser, den Turm zu einer zivilisierten Gesellschaft entwickeln können und doch überhaupt niemals über diesen in der Gesamtheit herrschen können. Hätte der Administrator der 100. Ebene nicht den Unsterblichkeitsvertrag erschaffen, dann hätte Arlen Grey Selbstmord begangen und Bam wäre niemals zum Duke gelangt. Anschließend wäre Fuck, zumindest in der Theorie, überhaupt nicht auf Bam angewiesen gewesen,
da sie nicht zuvor den Unsterblichkeitsvertrag hätten umgehen müssen. Außerdem wäre es nie zur Enryo-Prophezeiung gekommen. Wiederum auf der anderen Seite, nachdem alles so geschehen ist und die Administratoren ganz klar dafür gesorgt haben, dass Sahat zum König wird und Arlen Grey's den Tower verlassen kann, hat Heron dafür gesorgt, dass Bam zu Fa kommt und tatsächlich auch erstmal nach ihrer Pfeife tanzen muss. Außerdem hat Heron dafür gesorgt, dass Bam einen Grund hat, stärker zu werden und auch einen, um den Turm aktiv zu besteigen. Und durch das jetzt Folgende wird eine Sache deutlich. Die Administratoren, die vom Duke erschaffen wurden und von ihm Anweisungen bekommen haben, sorgen dafür, dass Sahat zum König wird und derzeit unsterblich ist. Gleichzeitig aber sorgen sie dafür, dass Arlen Grey's den Tower verlassen kann, wenn auch indirekt, dazu mehr im Rachel-Video. Und jetzt wird es richtig perplex, sorgt er dafür, dass Enryo den Turm betritt, einen Administrator tötet und den vorn hinterlässt, welcher letzten Endes Sahat töten soll. Obwohl er es war, der die Administratoren instruiert und somit überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass Sahat zum König wird. Und dass Enryo von der Achse geschickt wurde, die den Turm erschaffen hat, ist eigentlich schon so bestätigt, denn immerhin wird er als Gotts Bote betitelt und da es keinen Gott gibt, ist natürlich die Achse gemeint, die über den Turm herrscht und für die Bewohner des Towers somit einem Gott gleichkommt. Das heißt also, dass der Duke auf der einen Seite A sagt und auf der anderen B macht. Diese Tatsache lässt nur einen Schluss zu. Der Duke möchte, dass alles genau so passiert und manipuliert somit das Schicksal. Eben eine höhere Macht, die das Leben bestimmt. Enryo beispielsweise war eine Anomalie im Tower, aber natürlich eine, die gewollt war, denn immerhin hat der Duke selbst Enryo in den Turm geschickt. Und Heron, also die Person, die vermutlich damit beauftragt wurde, dafür zu sorgen, dass eine Person den Turm bis zum Ende besteigt, ist jetzt auf der Suche nach Enryo. So zumindest, wenn man den Gerüchten im Tower glauben mag. Das heißt also, dass der Duke die Geschehnisse von vornherein vorhergesagt hat, da er zum Beispiel wusste, dass Bam ihn eines Tages erreichen wird. Des Weiteren zeigt es uns, wie er das Schicksal manipuliert, nämlich durch die Guardian, die sozusagen seine Schachfiguren sind. Weitere Beispiele finden sich in den 10 Familienoberhäuptern. Zugegeben, wir wissen noch nicht von jedem genug, um ihre Rolle im Großen und Ganzen zu erschließen, aber zu dem ein oder anderen lässt sich doch etwas sagen. Denn die Oberhäupter spielen in dem großen Plan, Bam zu einer Achse zu machen, gut rein. Allerdings sei auch dazu gesagt, dass sie selbst nicht davon ausgehen, dass sie ein festgeschriebenes Schicksal besitzen. Zumindest gilt das für Khun Edwan. Das heißt auf der Gegenseite aber nicht, dass sie ein solches nicht trotzdem besitzen. Zunächst einmal etwas, was alle Oberhäupter gemeinsam haben. Sie bereichern den Turm mit ihren Nachfahren und sorgen somit indirekt für Futter, was die potenzielle Opfergabe angeht. Apropos Opfergabe, habt ihr euch gefragt, welche Aufgabe Arieon haben könnte? Nun, er ist die Person, die Joaquin dazu angestiftet hat, Seelen zu essen und ist somit indirekt dafür verantwortlich, dass Bam erstmals Seelen gegessen hat und für alles weitere in Bezug zu White. Da geht ja vor allem aktuell mal wieder eine Menge ab. Abgesehen davon hat Arieon in einem anderen Aspekt eine Menge Einfluss auf die Geschichte, denn er ist auch derjenige, der Urek Marcino den 77. Floor überlassen hat. Khun Edwan hingegen ist niemand Geringeres als der Vater von Bams engsten Wegbegleiter und war zudem auch auf dem Hidden Floor sein Trainer, was einen enorm wichtigen Einfluss auf Bam hatte. Anders wäre Bam an der Stelle eventuell sogar gestorben. Pobido Gustang zieht im Hintergrund die Fäden wie kaum ein anderer. Er ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass Bam an den Vorn gekommen ist, hat ihn auf den Hidden Floor gelockt, ihm Informationen gegeben, Rachel geheilt, mit ihr noch mehr Pläne und. Tuperit Peri übt durch Repelista Sahat Einfluss auf die Geschichte und gut, wir wissen nicht genau, ob die beiden zu einer Familie gehören, aber bei ihren Fähigkeiten ist davon auszugehen. Da lässt sich dann natürlich noch mehr zu sagen. Ha-Yorin und Ari-Han üben Einfluss durch Yuri und so weiter. Ich will damit auch nicht sagen, dass die Familienoberhäupter so handeln, weil der Duke es so möchte, sondern weil sie eben manipuliert werden. Es kann natürlich auch irgendein eigenes Ziel dahinter stecken, aber das ist dann ja doch so ein bisschen die Magie vom Schicksal, dass die Grenzen da verschwimmen. Allerdings scheint es jemanden zu geben, der sich mit jeder Faser seines Körpers gegen dieses Schicksal sträubt und der selbst zur Erkenntnis gekommen ist, dass er das Schicksal überlisten kann. Die Frage lautet nur, überlistet er das Schicksal wirklich? Oder soll er nur davon ausgehen, dass er es tut? Denn das alles bildet nur die Spitze des Eisbergs. In den nächsten Teilen dieser Videoreihe werden wir das Schicksal ganz genau unter die Lupe nehmen und erschreckende Tatsachen feststellen. Bevor wir uns aber explizit die Frage stellen, wie das Schicksal wem mitspielt, müssen wir zunächst einen Blick auf die tragischste Figur der Geschichte werfen. Nämlich auf den Mann, der sich gegen das Schicksal auflehnt, selbst wenn er alles verliert, was ihm jemals teuer gewesen ist. Sahat.